3000 Kilometer Roadtrip durch Europa und bereits die ersten 500 Kilometer durch die Schweiz und Frankreich waren alles andere als ein Zuckerschlecken. In der ersten Folge zum größten Roadtrip meines Lebens habt ihr hautnah miterleben können, wie ich mitten in der Nacht und völlig übermüdet an einem Supercharger in Clermont in Frankreich gestrandet bin. Da es keinen Sinn macht, um 3:30 noch ein Hotelzimmer zu buchen und ich sowieso nachher gleich weiter will, habe ich mich ins Auto gepackt auf meine Matratze. Ja, ganz ehrlich, das war nicht so der Hit. Aber nach rund 2 Stunden stand ich dann schon wieder auf den Beinen und habe meine weitere Route geplant. Montpellier, das ist die nächste Station. Und dann weiter runter Richtung Spanien. Das ist zumindest der Plan und jetzt schauen wir mal. Ja, dann lasst uns doch mal schauen. Werde ich wieder Carcamping machen oder läuft's vielleicht doch auf ein bequemes Hotelzimmer mit Bad und WC hinaus? Oder muss ich meine Route vielleicht doch noch einmal sehr grundsätzlich überplanen? Mein Name ist Ulf und das ist die zweite Etappe meines Roadtrip-Abenteuers quer durch Europa. In diesem Sinn, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ulf Unplugged, Up and Away. Schön, dass ihr da seid. So, Montpellier, 249 Kilometer. Ja, da wollen wir hin. Auf geht's, 4 Stunden 26 Fahrt. Jetzt die Auffahrt A71 rechts nehmen. Et voilà, wir sind auf der A75. Ja, die A75 durch Frankreich, die hatte ich bei meinen Routenplanungen immer im Blick. Denn sie zählt zu den wenigen mautfreien Autobahnen in Frankreich. Das spart bis in den Süden Frankreichs rund 60 bis 70 Euro. Und das wollte ich gern ausprobieren, auch wenn das eine kleine zeitliche Verlängerung bedeutete. Also weiter auf der A75 in Richtung Süden. Das Einzige, was fehlte, ein kleines Frühstück. Da also schnell raus am nächsten Rastplatz und rein ins Bistro. Ja, so kann es gehen. Ich wollte hier drüben im Bistro an der Autobahn eigentlich nur 2 Croissants kaufen, habe in meinem besten Schulfranzösisch bestellt. Und was habe ich bekommen? Ja, 2 Croissants und ich habe auch noch ein Baguette gekauft. Wollte ich zwar nicht unbedingt. In diesem Sinne, bon Appetit. Was ich wirklich mag, ist die Ruhe an diesem Morgen. Die Vögel zwitschern, recht heftig, aber dieser Parkplatz ist unglaublich ruhig. Ja, mein Lieber, schön, dass du dich an der Ruhe an einem Rastplatz erfreust. Aber hast du nicht ein ganz anderes Ziel vor Augen? Richtig, heute soll ich ja noch bis nach Spanien gehen. Also wieder ab hinters Lenkrad und weiter auf der A75 in Richtung Süden. Kilometer reisen, bis der nächste Ladestopp wartet. So, erneut ein kleiner Stopp. Das ist ein sehr witziger Supercharger. Denn, schaut mal hier, der Rasthof ist total leer. Da hinten der Supermarkt nicht besetzt. Die Tankstelle hat auch keinen Menschen. Und hier ist ein super neuer Ladepack mit Ionity-Ladern. Keiner dran. Hier super neue V4-Charger. Und da drüben noch alte V3. Ja, einen Mensch gibt's hier. Der läuft hier noch lang. Gott sei Dank, man ist nicht ganz allein. Das ist wohl der richtige Zeitpunkt, um ein wenig über das Car-Camping-Setup zu erzählen. Ihr seht, ich habe es etwas anders gemacht als noch vor einem Jahr. Da hatte ich die große Expert Megamat Ortho drin. Das ist die Matratze, die sich über die gesamte Rückbank erschließt. Hat den Vorteil, man hat enorm viel Platz zum Schlafen. Der Nachteil, man kriegt nichts mehr untergebracht. Ich spiele einfach nochmal die Bilder vom letzten Jahr ein. Da musste ich alles in Plastikkisten verpacken und dann auf dem Campingplatz das einfach neben das Auto stellen. Das war nicht so hilfreich. Deshalb bin ich jetzt auf die kleinere Expert gegangen. Das ist die Expert Megamat 10 in der Länge MW. Ganz wichtig, MW, die hat 1,80 Meter Länge, somit das Ding auch komplett in den Wagen reinpasst. So habe ich hier nun auf der Breite von rund 30 Zentimetern, um noch einiges an Sachen zu verstauen. Was haben wir halt hier? Eine Powerstation Jackery 1000 Pro und mein neuer Kühlschrank. Letztes Jahr, da hatte ich noch einen anderen, größeren Kühlschrank. Dieser hier hat ein Fassungsvermögen von 9 Litern. Nicht unendlich groß, aber das Nötigste passt rein, was man halt so braucht. Medikamente, Getränke, ein paar Lebensmittel. Und das reicht völlig aus. So, da es jetzt dann doch ganz übel kalt ist, belasse ich es jetzt mal für den Augenblick bei dieser Besprechung. Ja, vielleicht ist das auch besser so. Denn Car-Camping ist schon eine sehr spezielle Leidenschaft. Und Melinda meint ja sowieso: Vergiss es mit dem Schlafen im Auto. Du bist einfach kein Campingtyp.
Also zurück auf die Autobahn. Hier wartet bereits die nächste Mautstation. Spannung pur. Wird meine kleine Mautbox piepen und mir die Schranke freigeben? Hat gepiept und da ist die Ampel grün und wir fahren durch. Aber Moment mal, warum denn Maut? Hieß es nicht, die A75 sei mautfrei? Ja, das stimmt schon. Die Strecke ist mautfrei. Allerdings gibt es hier ein besonderes Bauwerk, für das eine Gebühr erhoben wird. Den Viaduct de Millau. Oh ja, da hinten kann man ihn sehen. Ja, ich glaube, allein aufgrund dieses tollen Bauwerks hat es sich schon gelohnt, die A75 zu fahren. Lassen wir uns doch ein wenig über diese tolle Brücke erzählen. Hey ChatGPT, kannst du mir ein wenig über das Bauwerk erzählen? Na, wer braucht schon den Eiffelturm, wenn man über das Viaduct de Millau fahren kann? Dieses architektonische Wunderwerk, entworfen vom berühmten Norman Foster, spannt sich über fast 2,5 Kilometer und erreicht eine schwindelerregende Höhe von 334 Metern. Seit seiner Fertigstellung im Jahr 2004 sorgt es dafür, dass Reisende nicht mehr durch Millau tuckern müssen, sondern förmlich über das Tarntal schweben. Eine echte Meisterleistung, die zeigt, dass man für gute Aussicht auch mal in die Höhe gehen muss. Und da war der Weg über den Mega-Viadukt auch schon geschafft. Weiter ging es durchs Land, immer weiter Richtung Süden, immer schneller in Richtung Sonne und Meer. Ja, inzwischen machten sich auch Zeichen von Müdigkeit bemerkbar. Die kurze Nacht mit wenig Schlaf zeigte Wirkung. Am nächsten Supercharger in Südfrankreich hatte ich endlich Zeit, die vorherige Nacht im Auto noch einmal zu überdenken. Meine Idee, die große Automatratze gegen eine kleinere auszutauschen, war prinzipiell eine gute Idee. Aber in der Praxis dann vergangene Nacht war das dann doch wieder ein endloses Hin- und Hergeschiebe von Kisten, Taschen. Geschlafen habe ich dann heute Nacht zwischen 3:30 und ungefähr 6. Kurzum, 2 Stunden waren allerdings dann doch am Ende deutlich zu wenig. Und so habe ich mich heute durch den Vormittag gequält. Ich gebe zu, heute in den Morgenstunden, als ich mit Rückenschmerzen aufgewacht bin, dachte ich mir, was hast du dir da eigentlich angetan? Aber ich habe ja mittlerweile entschieden, ich sehe das mit dem Carcamping nicht so eng. Wenn es mir denn hier gewaltig auf den Keks geht, im Auto eine Nacht verbringen zu müssen, in Gottes Namen, dann nehme ich mir ein Hotel. Ich bin einfach zu alt. Ich habe großen Respekt für alle, die ihre Liebe zum Carcamping entwickelt haben. Und ehrlich gesagt, ich beneide euch drum. Allerdings, ich bin wahrscheinlich in einer Altersklasse, in der man das einfach nicht mehr richtig auf die Reihe bekommt. Und das muss ich mir wahrscheinlich auch eingestehen. Umso mehr werde ich gleich noch einmal durch die Buchungsportale für Hotels ziehen und mir für heute Nacht auf jeden Fall ein Hotelzimmer buchen. Mit einer vernünftigen Dusche, mit einer vernünftigen Toilette und einem richtigen Bett. Ja, nennt mich spießig, meinetwegen. Ich brauche das einfach. Also zurück auf die Autobahn und weiter in Richtung Spanien. Im Auto ist es wohl klimatisiert. Seit Fahrtbeginn gleite ich mit stetigen 21,5 Grad durch die Gegend. Aber jetzt bemerke ich, wie sich draußen die Landschaft mit jedem weiteren Kilometer verändert. Daher ein kurzer Stopp an einem Rastplatz. Tür auf und auf einmal steht man mitten in knalliger Hitze. So, und nun geht es endlich über die Grenze nach Spanien und ich bin verdammt gespannt, ob das meine Erwartungen erfüllen wird. Ja, aber vor dem Tor zum Paradies hat der Herrgott eine Mautstation gesetzt. Mit der Mautbox war das ein Kinderspiel. Einfach langsam vorfahren, warten, dass die Box einmal piept, die Ampel springt auf grün und schon kann man weiterfahren. Mehr dazu demnächst in einem extra Video. Weiter geht's direkt zur Grenze. Jetzt geradeaus halten auf die Auffahrt A9. Die nächste Grenze, Viva España. Mit dem eigenen Auto nach Spanien fahren. Dieses Ziel hatte ich nun endlich erreicht. Umso mehr hatte ich nun große Lust, die Autobahn zu verlassen und ein bisschen mehr von Land und Leuten in Nordspanien zu erleben. Es gibt Orte, von denen hat man schon sehr viel gehört. Wunderbare Orte oder auch geradezu berüchtigte Orte. Man war selbst noch nie da, umso mehr wächst der Wunsch, sich einmal selbst einen Eindruck zu verschaffen. So ging es auch mir auf dieser Reise. Ein Blick auf die Karte und ich hatte das erste Ziel ausgemacht. Lloret de Mar. Das Ziel vieler Abiturienten nach ihrem Schulabschluss. Berühmt und berüchtigt. Ich selbst war nie dort gewesen. Umso mehr wollte ich mir selbst einen Eindruck verschaffen. Tja, was soll ich sagen?
Ich war nur so kurz in diesem kleinen Küstenstädtchen im Norden Kataloniens. Mein Urteil? Ich möchte nicht allzu pauschal urteilen, zumal ich ja auch nur auf der Durchreise war. Aber mir persönlich war es zu eng, zu laut und zu grell. Das mag wohl an den endlos vielen Jugendgruppen liegen, die man überall auf den Straßen sehen konnte. Mein Gefühl, eine Mischung aus Ballermann und Las Vegas. Aber hey, auch das hat wohl seine Berechtigung. Und ich kann ja weiterfahren, also weiter in Richtung Süden. Die Autobahn ließ sich bewusst links liegen. Stattdessen wählte ich eine Route am Meer. Meine Hoffnung, vielleicht würde ich hier noch etwas Tolles entdecken. Doch leider war das nicht der Fall. Der Blick aufs Meer, toll, aber auch nur, sofern er nicht verbaut war. Ein schönes Stückchen Land, dachte ich mir. Eigentlich könnten die vielen kleinen Orte hier an der Küste ähnlich schön wie in Südfrankreich sein. Doch leider sind sie es nicht. Schade. Womit mag das zusammenhängen? Ich spekulierte. Am Ende wuchs meine Erkenntnis, Urlaub würde ich hier wohl eher nicht machen. Und so verlief auch die kurzfristige Suche nach einem Hotel für diese Nacht. Kein Ort gefiel mir, also kam ich Barcelona immer näher. Das hatte ich um jeden Preis verhindern wollen, denn der Verkehr von Barcelona ist berüchtigt. Und so kreuzte ich weitgehend orientierungslos durch die Peripherie von Barcelona, weiterhin auf der Suche nach einem passenden Hotel mit gesichertem Parkplatz. Ich gebe zu, ich war nun schon über 34 Stunden ohne richtigen Schlaf auf den Beinen und meine Kräfte waren aufgebraucht. Ich wollte nur noch irgendwie irgendwo ankommen. Und so verwunderte es nicht, dass von diesen Stunden kein Videomaterial existiert. Irgendwann hatte ich mein Ziel erreicht, ein Business-Hotel im Einzugsbereich der Messe. Sauber, ordentlich, ein Traum. Nach einigen Stunden Schlaf ging es mir dann besser. Schönen guten Morgen aus Barcelona. Ja, die Fahrt gestern war dann doch noch ein wenig nervenaufreibend. Ich habe ein Hotel bezogen. Ich habe es nicht mitgefilmt, Asche über mein Haupt. Am nächsten Supercharger ein Resümee. Und weil ich dann etwas platt war, habe ich mich entschieden, gestern Abend tatsächlich in ein Hotel zu ziehen. Denn, das habe ich festgestellt, Roadtrip ist nicht zwingend das gleiche wie Carcamping. Ich bin Roadtrip-Fan und Carcamping kann eine Variante sein, aber man kann auch durchaus mal in einem Hotel übernachten. Und das war gestern Abend einfach nötig. Ich bin durch den Norden von Spanien gefahren, Costa Brava entlang, wollte das einfach mal gesehen haben. Das war nicht so, wie ich es mir unbedingt vorgestellt hatte. Ziemlich viele graue Ecken, auch direkt am Meer. Aber gut, deshalb mache ich diesen Roadtrip. Ich möchte ja gerne mal etwas vom Land sehen. So habe ich dann ein Hotel gesucht. Das erste passte nicht, das zweite war auch nicht so gut. Beim dritten konnte ich nicht richtig parken. Also bin ich am Ende in einem Business-Hotel am Stadtrand von Barcelona gelandet. Ich habe deshalb für das Zimmer auch gleich einen Parkplatz in der Tiefgarage mitgebucht. Der Mann an der Rezeption meinte zwar, hey, Sie können auch hier vor der Straße parken, aber ich dachte mir, man hört ja so einiges von wegen Autos, die aufgebrochen werden. Deshalb ist es für mich auf jeden Fall besser, dann doch eine Tiefgarage zu nehmen. Und heute Morgen steht dann doch auf einmal ein Golf neben mir und bei dem dann die Scheibe aufgebrochen. Offensichtlich nicht in der Tiefgarage, sondern wahrscheinlich irgendwo draußen, weil es lagen keine Splitter am Boden. Aber man sieht, das ist auch tatsächlich ein Thema hier. Deshalb dann heute Morgen aufgebrochen und es stellte sich die Frage, wohin fahre ich denn jetzt eigentlich? Denn ich habe ja nunmehr einen gewissen Zeitdruck. Es ist Montag und am Donnerstag muss ich ja schon in Lissabon sein. Und was auf der Karte nicht sonderlich weit ausschaut, ist dann ja doch ein ziemlicher Ritt von über 1300 Kilometern. Deshalb habe ich schweren Herzens aber dann doch meine Route noch einmal etwas überplant. Es wird nun nicht, wie ursprünglich geplant, weiter an der Mittelmeerküste gehen, Richtung Valencia und dann über Marbella bis nach Gibraltar, sondern ich werde mich etwas direkter Richtung Westen orientieren. Also heute das Navi neu eingestellt und es geht jetzt auf direktem Weg nach Sevilla. Das ist der nächste Ort, den ich ansteuere. Je nachdem, wie die Fahrt verläuft, sollte ich gegen 11:30, kurz vor Mitternacht ankommen. Entweder nehme ich mir dort nochmal eine Unterkunft oder ich mache doch nochmal Carcamping oder vielleicht fahre ich auch noch weiter direkt bis nach Portugal, weil die Ja, red du mal nur. Du hast keine Ahnung von Entfernungen und wirst noch arg überrascht sein, wohin es dich verschlagen wird. Aber das ist eine neue Geschichte. Wenn dich interessiert, wie die Geschichte meines Roadtrips durch Spanien und Portugal weitergeht, dann hinterlasst gern ein Like und abonniert diesen Kanal. Mich würde das freuen und ihr verpasst keine weitere Folge. Und so geht's weiter.
Ich erfahre, wie heiß es in Andalusien sein kann. Angeblich sind es 31 Grad, aber wenn man sich das hier anguckt, dann sind das gefühlt 40. Ich habe solche Hitze schon lange nicht mehr erlebt. Lerne, dass es auch in der andalusischen Steppe bei größter Hitze regnen kann. Allerdings das Gute, wir haben hier derzeit 29 Grad. Darf gespannt sein, wie das ist, wenn man eine neue Zeitzone im Auto erreicht. Springt die Uhr dann um? Hat das Navi überhaupt die richtige Zeit vorhin schon berechnet? Bis ich schließlich im südwestlichsten Zipfel Europas ankomme. Das hier drüben ist mein Hotel. In diesem Sinne, bis demnächst. Hier bei Ulf Unplugged, Up and Away und dem größten Roadtrip meines Lebens. Das ist doch wirklich klasse.